Hi und herzlich willkommen. Ich bin der Marian von Outdoor Impression und in diesem Video werde ich euch den Carinthia G180 vorstellen und von unseren Erfahrungen damit berichten. Wir haben den Schlafsack innerhalb kürzester Zeit sehr lieb gewonnen und wenn ihr auf der Suche nach einem Top-Allround-Schlafsack seid, der seine Stärken vor allen Dingen bei allem um die 0 Grad hat, dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Los geht es direkt nach dem Intro, also bleibt unbedingt dran. Neben mir liegt der Carinthia G180 in der Größe M und anhand dessen werde ich euch die G180-Reihe von Carinthia einmal vorstellen, inklusive der Lady-Variante. Wir haben den Schlafsack nun schon einige Male im Einsatz gehabt und so kann ich euch nicht nur über die technischen Daten informieren, sondern auch von unseren Erfahrungen damit sprechen. Schauen wir uns den Schlafsack als erstes einmal im Detail an. Unten ist er komplett geschlossen. Er hat hier keine zusätzliche Belüftungsmöglichkeit für die Füße, was aus meiner Sicht bei dem Temperaturbereich, für den er gedacht ist, aber auch nicht notwendig ist. Wir haben zwei Schlaufen, an denen man ihn zum Beispiel zum Trocknen aufhängen kann. Der Reißverschluss ist sehr leichtgängig, wie man sieht. Es ist ein Zwei-Wege-Reißverschluss, das heißt, man kann ihn unten aufmachen. Spätestens hier könnte man dann eben für zusätzliche Durchlüftung im Fußbereich sorgen und den Reißverschluss trotzdem dann bis oben zuziehen, sodass der Schlafsack oben geschlossen ist. Wir haben hier einen Klemmschutz mit drin, der auch sehr gut funktioniert. Also um den Stoff im Reißverschluss einzuklemmen, muss man sich schon sehr stark anstrengen. Und es ist natürlich hinter dem Reißverschluss eine Wärmeleiste, die dafür sorgt, dass man über den Reißverschluss keinen Wärmeverlust hat. Was man hier auch sieht, das sind zwei von mehreren Befestigungspunkten hier, die im ganzen Schlafsack verteilt sind. Da drin kann man den Grizzly Inlay oder den Polycotton Inlay von Carinthia befestigen, sodass dieser nicht im Schlafsack verrutscht. So ein Inlay sorgt zum einen natürlich nochmal für mehr Komfort im Schlafsack, aber vor allen Dingen für eine bessere Wärmeleistung. Das heißt, die Wärmeleistung, die ich euch später vorstellen kann oder vorstellen werde, die könnte man hiermit dann entsprechend auch noch erhöhen. Wir haben hier drin, wie es bei den Schlafsäcken üblich ist, noch ein zusätzliches Fach, in dem man zum Beispiel Wertgegenstände verpacken kann. Ansonsten muss ich sagen, das Material ist sehr, sehr angenehm. Schmiegt sich wirklich gut an die Haut an, fühlt sich richtig kuschelig in dem Schlafsack an. Das kann ich schon sagen. Von außen in dem Grau ist er sehr dezent, wenn man ihn geschlossen hat. Und ja, nennen wir es mal gelb. Es ist kein auffälliges Gelb, also doch eher ein gut getarnter Schlafsack. Hier oben haben wir dann zusätzlich noch, wie es für Carinthia üblich ist, immer schön mit den Logos bestickt, auch alles sehr hochwertig gemacht. Die Möglichkeit, das Ganze dann am Ende, wenn der Reißverschluss zu ist, mit dem Klett zu verschließen. Und ganz oben haben wir noch zwei Kordelzüge, die wir zuziehen können. Und dann zieht sich oben eben der Kopfbereich zu. Man muss an der Stelle dazu sagen, der Schlafsack hat keinen Wärmekragen. Wir sind aber schon in kälteren Nächten damit unterwegs gewesen. Und wenn man das hier oben komplett zuzieht, schließt das im Kopfbereich so gut ab, dass wir tatsächlich den Wärmekragen nicht vermisst haben. Im Lieferumfang ist auch noch ein Packsack zum Komprimieren während der Reise dabei und ein größerer Sack zum Lagern zwischen den Reisen. Dies erachte ich als sehr wichtig, denn Schlafsäcke sollte man nicht komprimiert lagern, sonst wird nämlich das Isolationsmaterial über die Zeit zusammengestaucht und verliert an Wärmeleistung. Den G180 gibt es in zwei verschiedenen Größen und nochmal in einer Variante speziell für Frauen, welche sich Lady nennt, und diese gibt es ebenfalls nochmal in zwei verschiedenen Größen. Außerdem kann man auswählen, auf welcher Seite der Reißverschluss sein soll und so kann man dann zwei Schlafsäcke aus der G-Reihe miteinander verbinden. Die beiden Größen unterscheiden sich sowohl in Länge als auch in Breite und Carinthia gibt an, dass die M-Variante für Menschen bis 1,85 Meter geeignet ist und die L-Variante für alle darüber. Ich bin 1,82 groß, passe sehr gut in die Größe M, habe da drin genug Freiraum, um mich bewegen zu können. Ich bin ein unruhiger Schläfer, aber nicht so viel Platz, dass Wärmeverlust dadurch entsteht. Durch den unterschiedlichen Materialaufwand entsteht natürlich ein Gewichtsunterschied. 1 Kilo und 90 Gramm wiegt er in der Größe M und 1 Kilo und 120 Gramm wiegt er in der Größe L. Auch das Packmaß unterscheidet sich natürlich leicht. In der Größe M ist es 18 x 23 und in der Größe L
18 x 25. Das gute Wärme-Gewichtsverhältnis erzeugt Carinthia mit seinem hauseigenen Material G-Loft. Für Kunstfaser ist es sehr leicht, hat eine hohe Atmungsaktivität und in der neuesten Variante soll es sogar noch antibakteriell wirken. Noch leichter könnte ein Schlafsack wohl nur werden, wenn man ihn mit Daunen füllt. Aber bei allem um und über 0 Grad, wo also mit viel Feuchtigkeit zu rechnen ist, möchte ich nicht auf die diesbezüglichen Vorteile von Kunstfaser verzichten. Und Carinthia gibt an, dass durch das verwendete Material eine Komforttemperatur von +1 Grad, ein Komfortlimit von -4 und ein Schutz vor Erfrieren bei extremer Kälte bis -20 Grad erreicht wird. Damit sind Temperaturen um den Gefrierpunkt also genau sein Einsatzgebiet. Grundsätzlich verhält es sich bei der Lady-Variante genauso, nur dass den Damen oft vorgeworfen wird, dass sie etwas kälteempfindlicher sind. Deswegen sind die Schlafsäcke, obwohl sie kleiner sind, etwas schwerer, denn hier soll durch eine zusätzliche Isolation im Oberkörperbereich für mehr Wärme gesorgt werden. Diese kommt in Form eines zusätzlichen Wärmekragens, was, wie eben gezeigt, der normale G180 nicht hat. Die Größe M soll bei den Damen bis 1,70 Meter gehen, wiegt 1 Kilo und 102 Gramm und die Größe L ist wieder für alle darüber und wiegt 1 Kilo und 161 Gramm. Die Packmaße sind genauso wie bei der Herrenvariante. Natürlich sind die gerade vorgestellten Temperaturangaben immer mit Vorsicht zu genießen, denn zum einen sind sie vom eigenen Körperbau abhängig, beim Komfortwert geht man immer von einer durchschnittlichen Frau und beim Komfortlimit von einem durchschnittlichen Mann aus, aber vor allen Dingen sind sie subjektiv, also vom eigenen Empfinden abhängig. Meine Frau Christine und ich haben keineswegs den gleichen Körperbau und trotzdem haben wir ein sehr ähnliches Kälteempfinden. Wenn überhaupt, ist sie sogar kälteunempfindlicher als ich. Wir beide nutzen meist den gleichen Schlafsack und so kann man dies gut miteinander vergleichen. Und bei Markenprodukten passen die Angaben des Herstellers bei uns meistens sehr gut. Damit will ich sagen, dass wir wahrscheinlich ungefähr ein durchschnittliches Temperaturempfinden haben. Wir sind zwar nicht hart gesotten, aber auch keine Weicheier. Und so ist es auch beim G180. Eine Nacht darin durften wir schon bei +1 Grad unterm Tab verbringen und es war außerordentlich komfortabel. Mir wurde nachts irgendwann sogar so warm, dass ich den Schlafsack aufmachen musste. Die Angaben von Carinthia würde ich also, wie ich es auch erwartet hatte, somit als so weit wie möglich zutreffend bestätigen. Und somit eignen sich die Schlafsäcke hervorragend als Around-Schlafsack für alles um und über 0 Grad. Bei uns ersetzen sie unsere alten Saleva Spice -2, welche auf den meisten Skandinavienreisen und hierzulande im Frühjahr und im Herbst im Einsatz waren. Christine und ich nutzen beide den G180 in der Größe M, da für uns als Paar die Funktion des Koppelns besonders wichtig ist und wir es nicht mögen, wenn dabei die beiden Reißverschlüsse unterschiedlich lang sind. So ist der Schlafsack für sie ein kleines bisschen zu groß, aber das stört sie nicht, denn sie nutzt den zusätzlichen Platz und stopft dort zum Beispiel eine Jacke oder andere Kleidungsstücke rein. Das sorgt zum einen für zusätzliche Isolation im Fußbereich und zum anderen sind die Kleidungsstücke am nächsten Morgen dann direkt warm. Beim Koppeln der beiden Schlafsäcke ist uns übrigens auch sehr positiv aufgefallen, dass die Lücke, die sonst zwischen unseren beiden Schultern entsteht, durch ein Überhängen der beiden oben gekoppelten Schlafsäcke geschlossen wird. Bei unseren bisherigen Schlafsäcken entsteht hier immer eine Öffnung, durch die Wärme entweicht und so werden die angegebenen Isolationswerte nicht mehr erreicht. Das ist beim G180 anders und das finden wir wirklich sehr gut. Ein weiteres Argument war für uns die Farbe. Er ist in seinem dezenten Grau nochmal etwas unauffälliger als der G180 Lady in Rot. Der normale G180 hat wie gesagt keinen Wärmekragen, aber wie ebenfalls schon gesagt, stört uns das nicht, denn man kann ihn im Kopfbereich trotzdem so zuziehen, dass keine Wärme entweicht. Ein Vorteil der Schlafsäcke kann hin und wieder auch ein Nachteil sein, nämlich der leichtgängige Reißverschluss. Wenn man ihn oben nicht ganz geschlossen hat und sich in der Nacht sehr viel bewegt, dann kann er manchmal etwas aufgehen. Ansonsten wäre nur noch als möglicher Nachteil der hohe Anschaffungspreis zu nennen, welchen ich aber wirklich als gerechtfertigt empfinde. Mein Fazit: Wir sind von dem Schlafsack wirklich sehr begeistert und jetzt schon froh, dass wir uns dafür entschieden haben. Die Temperaturangaben hält er ein und damit ist er der ideale Allround-Schlafsack für alles um und über 0 Grad. Ganz besonders für Paare, die ihre Schlafsäcke koppeln wollen. Er kommt mit einem sehr geringen Gewicht daher und bietet trotzdem alle Vorteile von Kunstfaser. Und bei der guten Verarbeitung ist er seinen Preis auf jeden Fall wert. Kurzum, genau das, was man von Carinthia erwartet. Links zu den Schlafsäcken und dem Zubehör findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Falls ihr vorhabt, einen der Schlafsäcke zu kaufen, würden wir uns wirklich riesig freuen, wenn ihr es über einen unserer Links tut, denn dann kriegen wir eine kleine Provision, ihr zahlt keinen Cent mehr und damit würdet ihr uns echt sehr unterstützen. Dafür an dieser Stelle schon mal
vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video bei eurer Kaufentscheidung weiterhelfen. Falls ihr noch offene Fragen, Ergänzungen oder Anregungen habt, dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Freude bei euren Abenteuern, sage vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart und ich freue mich natürlich umso mehr, wenn ihr es beim nächsten Mal auch wieder seid. Und sage bis dahin, macht's gut!